Hallo! Hallo! Wir sind's. Willkommen bei Pitted Studio TV. Mein Name ist Björn. Jenny. Das ist Jenny. So, ja. Wir machen schon seit sehr langer Zeit Computerspiele und haben auch nicht vor, damit aufzuhören. Und darum sind wir hier, um davon noch mal ein bisschen was zu erzählen und so weiter. Und die Folge heute heißt Ruhrpott Area oder Ruhr Area is Love. Genau. Muss ich den Zettel mal hier hinhängen, damit unser Spickzettel da auch, genau. Ich hatte kurz darüber nachgedacht, zu schreiben, Ruhrpott ist Liebe, weil woanders ist auch scheiße. Aber ich glaube, das verstehen alle nicht, die nicht aus dem Ruhrpott kommen. Das ist richtig, ja. Ja. Wurde auch mal gefragt, warum macht er das Englisch oder so. Naja, gut, es gibt ja auch viele Leute, die halt Deutsch nicht können. Dafür machen wir ja dann die Untertitel und solche Dinge. Und die fühlen sich immer durch deutsche Titel so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ne? Mhm. Und deswegen machen wir halt so ein bisschen Englisch so, ja. Okay, warum Ruhrpott eigentlich? Also wir haben ja immer so einen Ruhrpott-Charme in unsere Spiele eingepackt, so, ja. Ruhrpott Fantasy haben wir das immer genannt. Mhm. Und da haben wir auch nicht vor, damit aufzuhören, ne? Weil ich glaube, das ist eine coole Sache. Und deswegen beschäftigen wir uns mal ein bisschen, bis wir was zu erzählen haben über ein Spiel, was wir gerade machen, ja. Über unser Ruhrgebiet und versuchen euch das mal ein bisschen nahe zu bringen und vielleicht entdeckt ihr ja auch das eine oder andere, was wir so machen oder wie wir so sind, ja, in unseren Spielen dann am Ende des Tages wieder, ja. Und und dazu machen wir was? Eine kleine Tour und das in dem Zusammenhang eine kleine Kampagne, die ihr auf Social Media verfolgen könnt, mit Fotos und kleinen Reels, in denen wir euch in Zukunft verschiedene Orte im Ruhrgebiet vorstellen werden, die wir schon super lange kennen. Wir sind nämlich seit Äonen Wahlbochumer und das sind wir sehr gerne. Unsere Kinder sind auch auf Kohle geboren. Ja. Und jeder, der noch nie hier war, der macht sich wahrscheinlich kein Bild davon, wie das hier so ist. Denn das Ruhrgebiet, das ist so, es ist total hässlich und gleichzeitig total schön. Also das ist hier nicht hübsch, sondern schön. So, wo sind wir hier? Bochum. Das ist Holland. Von so ein bisschen schräg, da kann man Holland lesen, genau, richtig. Genau. Sie ist auch groß, ne? Oder? Ja, die ist ziemlich groß, die kann man sogar begehen. Also es gibt hier regelmäßig Treffen, da kann man den Förderturm hochsteigen. Das wollten wir auch unbedingt mal machen, haben es bisher aber nicht geschafft. Nee, und zu, ne? Bis oben da. Machen ne? das so. aber noch. Ja, gestern hätte man das machen können, aber gestern war es so stark am Regnen. Ja, voll kacke. Da haben wir das gelassen. Aber es macht nichts, weil es ja so nah bei uns zu Hause ist, können wir das bestimmt auch nochmal nachholen. Und ja, die Zeche Holland selber, die wurde 1855, also seit da wurde da Steinkohle gefördert und hat also schon einige Jahre auf dem Buckel. Und hier machen sie heutzutage, also seitdem Ende der 1980er Jahre das Ding geschlossen worden ist, auch viel Kultur. Also sonst werden hier ab und zu mal Bühnen aufgebaut, dann gibt's Live-Musik oder hier kann man zum Beispiel im Rahmen der Industriekultur, Lichterfest und so solche Sachen auch beobachten, wie das Ding beleuchtet wird zum Beispiel, oder es kommen irgendwelche anderen Leute hierher und veranstalten irgendwas, zum Beispiel Zirkusaufführungen. Ich finde auch Fallout total schön, weil weil so ein Industriescharme, der hat was ganz Eigenes. Okay. Und so Industrieruinen auch. Das heißt, hier gibt es unglaublich viele total verbaute Gegenden, heruntergekommene Gegenden und Sachen, die alt waren und alt sind und erhalten bleiben. Und diese Dinge, die haben ganz eigenen Charme. Diese ganzen Industriedenkmäler, die das Ruhrgebiet nämlich zu bieten hat, die man hier heutzutage besuchen kann, die sind mega interessant und fühlen sich so ein bisschen an wie Fallout. Hier sind wir heute bei der Zeche Bonifatius. Zeche Bonifatius wurde im 19. Jahrhundert irgendwann eröffnet, hatte ursprünglich mal mehrere Schächte und nicht nur das, die hatten hier sehr viele Zeiten, die durchgemacht haben, bis Ende der 80er Jahre das Ding irgendwann geschlossen haben. Und jetzt ist nur noch der Förderturm übrig, den man hinter uns hier sieht, und ein paar andere Gebäude. Und die dienen jetzt eigentlich eher so als Freizeitbetätigung. Ja? Also es ist ein Kulturgut,
mit Denkmalschutz. Und es gibt hier einen sehr großen, sehr schönen Biergarten. Und keine Ahnung, wenn wir auf den Kreis drehen. Wir müssen uns im Kreis drehen mal. Man nimmt so einen Kreis. Da ist die Lohnhalle so, ne? So. Und dann müssen wir hier, da ist ja der Wolperding heißt das hier. Super toll, ja, weil da gibt's nämlich ganz tolle Hähnchen. Genau. Die Bonifatius-Hähnchen. Noch mal ein bisschen so. So jetzt sieht man den auch. Ach so, da. Der Biergarten. Ja, gut, okay. Ich will ja nicht so viele Autos drauf haben, weil nämlich, die haben alle Nummernschilder und die möchte ich nicht alle wegmachen müssen. Das das sind noch mehr Autos. Guck mal hier, immer schön die Glatze davor. Außerdem ist das Ruhrgebiet mittlerweile richtig grün. Das wissen viele gar nicht. Wir wohnen hier tatsächlich ziemlich im Grünen und während man dann durch eine grüne Gegend läuft, kommt dann auf einmal so eine alte Halde mit einem alten Förderturm zutage und das ist einfach toll und inspiriert. Also wir leben die Apokalypse hier schon heute, ja? Ja, ich hoffe, ihr versteht, was damit gemeint ist. Ja, es ist ja schon so eine Ruhrpott-Romantik, ja, wenn man die zugewucherten Zeche-Häuschen hier oder so, weil die Natur holt sich alles zurück, dann sieht und so, das ist schon eine coole Sache. Und hier gibt's echt viele coole Ecken und deswegen machen wir das, deswegen euch das mal ein bisschen nahe zu bringen, warum wir so ticken, warum wir solche Dinge machen, wie wir mal machen. Und das ist, das fanden wir irgendwie spannend und mal gucken, vielleicht findet ihr das ja auch interessant. Das findet ihr mit Sicherheit auch in Zukunft in unseren Spielen dann wieder. Außerdem, was ich auch ziemlich cool finde am Ruhrgebiet, ist die Mentalität der Menschen, die hier sind. Die sind nämlich, das ist so typische Arbeiterklasse, die sind sehr nahbar. Unglaublich viele Menschen duzen sich. Da müssen wir tatsächlich immer aufpassen, wenn wir woanders sind. In einer Gegend, in der die Leute nicht gewohnt sind, dass sie geduzt werden, dass wir das dann auch nicht einfach machen. Weil man das hier so gewohnt ist, dass sich einfach Leute duzen. Ey, hör mal, um die Ecke ist irgendwas und dann quatscht dich einfach irgendeiner an. Ja, das ist in der Games-Branche sowieso üblich, ne, dass man sich duzt, egal wie alt man ist oder wie groß der Altersunterschied ist. So, ne, wenn einer zu mir kommt und sagt, ja, Herr Pankratz, ja, freut mich, Sie zu sehen oder so, dann ist das für mich immer sehr schräg, wenn man so unter den Spielern dann immer sich befindet und so. Ja, eigentlich duzt man sich da auch, ne? Häufig. Und das ist auch sehr artverwandt miteinander, ne? Dass man teilt halt eine Leidenschaft, ne? Und das ist eine coole Sache, ja. Jetzt kommt noch die Community-Frage. Die Community-Frage lautet: Sind wir denn dieses Jahr schon auf der Gamescom? Ja, sind wir. Wir sind auf der Gamescom und machen da Sachen. Genau, also wir sind auf jeden Fall Mir fällt gleich der dort. Arm ab. Oh. Entschuldigung. Wir sind auf jeden Fall da und wir werden zwar noch nichts irgendwie vom Projekt zeigen, aber ihr könnt uns treffen und ihr könnt uns Fragen stellen und ihr könnt gerne vorbeischauen. Wir werden auf jeden Fall zu sehen sein am Stand von Games Ahead. Aber wann, das posten wir nochmal auf Social Media. Also wenn ihr es noch nicht getan habt, wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt. Jupp. Wohnt ihr denn auch im Ruhrgebiet? Wart ihr überhaupt schon mal hier? Habt ihr irgendeinen Bezug dazu? Das würde uns total interessieren. Ja. Schreibt es gerne hier unten in die Kommentare oder folgt unserem Discord-Server und schreibt es da rein. Da haben wir einen extra Channel dafür, für das Thema und würden uns freuen, wenn ihr da mitdiskutieren mögt. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ihr seid hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV und dann schauen wir mal, was wir dann als nächstes besprechen hier. Genau. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Warum heißt die in Holland eigentlich, die Zeche? Die ist bei uns zu Hause übrigens, ja. Genau, weil... Das weiß ich nicht, warum stellst du mir so eine Frage?